Guten Abend zusammen. Willkommen bei Dankecast Deutsch. Ich bin Henry und heute Abend sprechen wir über ein Thema, das wirklich jeden betrifft: den Verkehr und die Straßenverhältnisse. Jeder kennt das Gefühl, wenn man im Stau steht und einfach nicht weiterkommt. Heute schauen wir uns an, wie man auf Deutsch über Verkehr spricht. Ganz natürlich und alltäglich. Bleibt dran, es wird interessant. Hallo ihr Lieben, ich bin Emilia und ich freue mich sehr, wieder hier bei Dankecast Deutsch zu sein. Verkehr ist wirklich ein großes Thema im deutschen Alltag. Ob man mit dem Auto fährt, mit dem Bus unterwegs ist oder das Fahrrad benutzt, Verkehr begegnet uns überall. Und bevor wir beginnen, möchte ich euch etwas fragen. Wie kommt ihr normalerweise zur Arbeit oder zur Schule? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Genau, das ist eine tolle Frage von Emilia. Also, ich selbst fahre jeden Morgen mit dem Auto zur Arbeit. Heute Morgen war es wirklich chaotisch auf den Straßen. Ich bin um 7 Uhr losgefahren und schon nach 5 Minuten stand ich im Stau. Es war frustrierend. Der Verkehr hat sich kaum bewegt. Ich habe fast eine Stunde gebraucht für eine Strecke, die normalerweise nur 20 Minuten dauert. Oh nein, das klingt wirklich stressig. Ich nehme meistens die U-Bahn, weil ich den Stau vermeiden möchte. Aber heute Abend habe ich gehört, dass es auf der Autobahn A3 einen schweren Unfall gegeben hat. Deswegen war der Verkehr auf vielen Straßen in der Stadt auch sehr langsam. Bei solchen Situationen denke ich immer, es ist gut, dass ich nicht mit dem Auto unterwegs bin. Habt ihr auch schon mal wegen eines Unfalls im Stau gestanden? Ja, leider passiert das sehr oft. Heute auf dem Heimweg habe ich das Radio eingeschaltet und auf den Verkehrsbericht gehört. Der Sprecher hat gesagt, auf der Autobahn A3 in Richtung Frankfurt gibt es einen Unfall mit 2 Fahrzeugen. Es bildet sich ein Stau von ungefähr 12 Kilometern. Bitte fahrt vorsichtig und nehmt wenn möglich eine Umleitung. Das sind typische Sätze, die man im deutschen Verkehrsbericht hört. Sehr gut, Henry. Das ist wirklich nützliches Vokabular. Auf Deutsch sagt man zum Beispiel, es gibt einen Stau. Der Verkehr stockt, die Straße ist gesperrt, es gibt eine Umleitung. Diese Ausdrücke hört man sehr häufig im Radio oder sieht sie auf digitalen Anzeigetafeln auf der Autobahn. Kennt ihr noch andere Wörter zum Thema Verkehr? Schreibt sie uns in die Kommentare. Und dann gibt es natürlich noch das Thema Straßenverhältnisse. Besonders im Winter sehr wichtig. Im Winter kann die Straße glatt sein, zum Beispiel durch Eis oder Schnee. Man sagt dann, die Fahrbahn ist glatt. Oder es besteht Glatteisgefahr. Das bedeutet, es ist gefährlich auf der Straße und man muss besonders langsam und vorsichtig fahren. In Deutschland gibt es im Winter oft Warnungen im Radio und im Fernsehen. Absolut richtig. Und im Sommer gibt es andere Probleme, zum Beispiel Baustellen. In Deutschland sagt man manchmal scherzhaft, es gibt nur 2 Jahreszeiten, Winter und Baustelle. Das ist natürlich ein Witz, aber es stimmt, dass es sehr viele Baustellen gibt, besonders im Sommer. Eine Baustelle bedeutet, dass die Straße repariert oder ausgebaut wird. Das führt oft zu Verkehrsbehinderungen und Staus. Das ist lustig und gleichzeitig wahr. Ich bin letzte Woche durch eine große Baustelle gefahren. Es gab nur eine Fahrspur statt 2 und der Verkehr war sehr langsam. Ein Bauarbeiter hat mir mit einem Stoppschild gezeigt, dass ich warten soll. Nach ein paar Minuten durfte ich dann weiterfahren. Solche Situationen sind manchmal nervig, aber man muss geduldig sein. Geduld ist sehr wichtig im Straßenverkehr. Und jetzt möchte ich über Verkehrsregeln sprechen. Sie sind in Deutschland sehr wichtig. Zum Beispiel, an vielen Kreuzungen gilt rechts vor links. Das bedeutet, wer von rechts kommt, hat Vorfahrt. Außerdem darf man bei roter Ampel natürlich nicht fahren. Das klingt selbstverständlich, aber es gibt viele kleine Regeln, die man kennen muss. Genau. Und was die Geschwindigkeit betrifft, innerhalb von Ortschaften gilt meistens Tempo 50. In Wohngebieten oft sogar nur Tempo 30. Und in Schulnähe oder vor Kindergärten fährt man besonders langsam, um die Kinder zu schützen. Auf der Autobahn gibt es oft kein Tempolimit, das ist weltweit bekannt. Aber Sicherheit geht immer vor. Sehr wichtig. In Deutschland ist das Anschnallen Pflicht, man muss immer den Sicherheitsgurt anlegen, egal ob man vorne oder hinten sitzt. Wer das nicht macht, muss ein Bußgeld bezahlen. Außerdem ist das Benutzen des Handys während des Fahrens verboten. Wenn man beim Fahren das Handy in der Hand hält, kann das sehr teuer werden. Diese Regeln existieren, um alle zu schützen. Absolut. Und jetzt,
möchte ich kurz über öffentliche Verkehrsmittel sprechen. In Deutschland gibt es sehr gute öffentliche Verkehrsmittel. Busse, Straßenbahnen, U-Bahn und S-Bahnen. Viele Menschen nutzen sie täglich. Man kauft ein Ticket oder eine Monatskarte und kann dann bequem durch die Stadt fahren. Nutzt ihr öffentliche Verkehrsmittel? Schreibt es uns in die Kommentare. Öffentliche Verkehrsmittel sind auch sehr gut für die Umwelt. Weniger Autos auf der Straße bedeutet weniger Abgase und weniger Stau. Ich persönlich finde die U-Bahn sehr praktisch. Man muss sich keine Gedanken über Parkplätze machen und kommt meistens pünktlich an. Auf dem Land ist das leider anders. Dort ist das Verkehrsnetz oft nicht so gut ausgebaut und viele Menschen sind auf das Auto angewiesen. Das ist ein sehr guter Punkt. Und noch ein wichtiges Thema, das Fahrrad. In vielen deutschen Städten ist das Fahrrad sehr beliebt. Es gibt Fahrradwege überall und viele Menschen fahren täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit oder zum Einkaufen. In Städten wie Münster oder Freiburg ist das Fahrrad fast genauso wichtig wie das Auto. Man sagt sogar, Münster ist die Fahrradhauptstadt Deutschlands. Ja, das Fahrrad ist umweltfreundlich, günstig und macht Spaß. Aber auch als Radfahrer muss man die Verkehrsregeln beachten. Zum Beispiel, Fahrräder müssen nachts beleuchtet sein. Man darf nicht auf dem Gehweg fahren, wenn es einen Fahrradweg gibt. Und an roten Ampeln müssen auch Radfahrer warten. Sicherheit gilt für alle Verkehrsteilnehmer, egal ob Auto, Fahrrad oder Fußgänger. Sehr gut zusammengefasst, Emilia. Und was ist mit E-Scootern? Die sind in den letzten Jahren sehr populär geworden in deutschen Städten. Man kann sie über eine App mieten und einfach stehen lassen, wenn man am Ziel angekommen ist. Aber sie sind auch umstritten. Manche finden sie praktisch, andere finden sie nervig, weil sie manchmal mitten auf dem Gehweg oder dem Fahrradweg stehen. Habt ihr schon mal einen E-Scooter benutzt? Das stimmt. E-Scooter sind ein kontroverses Thema. Aber wenn man sie richtig benutzt, sind sie eine tolle Ergänzung für den Stadtverkehr. Für kurze Strecken sind sie wirklich praktisch. Okay, jetzt fassen wir kurz zusammen, was wir heute gelernt haben. Wir haben über Stau gesprochen, über Unfälle, über Baustellen, über Verkehrsregeln und über verschiedene Transportmittel. Das sind alles Themen, die man im deutschen Alltag sehr oft braucht. Genau. Und das Wichtigste beim Erlernen einer Sprache ist, dass man die Wörter in echten Situationen benutzt. Wenn ihr das nächste Mal im Stau steht oder auf den Bus wartet, denkt an die deutschen Ausdrücke, die ihr heute gehört habt. Sprache lernt man am besten durch Übung und Wiederholung. Und falls ihr bestimmte Themen habt, die ihr gerne hören möchtet, dann schreibt es uns in die Kommentare. Das war wieder eine tolle Folge von Dankecast Deutsch. Ich hoffe, ihr habt heute viel gelernt und hattet auch Spaß dabei. Denkt daran, Deutsch lernen muss nicht schwer sein. Mit den richtigen Gesprächen wird es ganz natürlich. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Und drückt auf die Glocke, um Benachrichtigungen zu erhalten. Guten Abend und bis zum nächsten Mal. Passt gut auf euch auf. Ob auf der Straße, auf dem Fahrradweg oder in der U-Bahn. Bleibt sicher, bleibt neugierig und bleibt bei Dankecast Deutsch. Tschüss. Tschüss zusammen und gute Nacht, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und viel Spaß beim Deutschlernen. Ihr schafft das. Bis bald bei Dankecast Deutsch.